Gibt es selbst Experimente, die ich komplett durchgezogen habe, vielleicht sogar schon angefangen zu filmen und schneiden, die aber nie fertig geworden sind? Ja, welche das waren, warum das so gewesen ist und wie die ausgesehen haben, zeige ich euch heute. Im Juli 2020 habe ich die fixe Idee, jeden Tag einen Song aufzunehmen, und zwar für eine ganze Woche lang, ohne mir irgendwelche Gedanken vorher zu machen. 2 Stunden jeden Tag habe ich ein kleines Lied gemacht. Die Regeln. Jeden Tag habe ich zwischen 6 und 8 Uhr vor der Arbeit Zeit. In diesen 2 Stunden muss ich mir eine Melodie ausdenken, sie einspielen und einen Text improvisieren. Der Song muss in diesen 2 Stunden auch komplett aufgenommen werden. Keinerlei Nachbearbeitung nach 8 Uhr. Ja, so klingt das Ganze auch. An Tag 1, 2 und 3 läuft das auch ganz gut. Ab dem 4. Tag werden die Songs dann etwas kürzer. Es macht aber viel Spaß und vor allem das freie Improvisieren der Texte führt zu einem interessanten Mix aus Dingen, die mich gerade beschäftigen und die sich reimen. Das war wirklich komplett künstlerische Freiheit. Nach 7 Tagen habe ich dann tatsächlich ein komplettes Mini-Album aufgenommen und es direkt im Anschluss ohne Ankündigung auf Bandcamp veröffentlicht. Da ist es. Gemein gibt es auf Bandcamp. Anders als meine anderen Alben gibt es das Ding nicht auf Spotify. Spotify zockt Künstler ab. Egal wie das Endprodukt klingt, es hat mir extrem Spaß gemacht, dieses Album zu machen. Ich habe mich kreativ ausgelebt und einfach spontan gemacht, worauf ich Lust hatte. Das hat den Kopf gleichzeitig frei für den Tag und warm gemacht. Diese kleine Morgenroutine war sehr bereichernd und ich werde das definitiv nochmal machen. Aber warum habe ich kein Video draus gemacht? Das Experiment war eine reine Freude, aber ich habe keinen wirklichen Mehrwert gesehen, der das rechtfertigt, ein ganzes 10-Minuten-Video darüber zu machen. Hättet ihr gern ein ganzes Video dazu gehabt? Ich glaube, das wäre nicht so spannend gewesen. Schreibt es mir trotzdem gerne in die Kommentare. Ich lese die nach wie vor alle. Eine Woche lang digital totstellen. Ich habe mich gefragt, wie lange es dauert, wenn ich alle Online-Aktivitäten komplett einstelle, nicht mehr ans Handy gehe und mich auch sonst bei niemandem melde. Wann klingelt ein echter Mensch an meiner Tür? Diese Frage hat mich letztes Jahr in meinem Pandemieurlaub zu Hause beschäftigt und ich habe mich spontan totgestellt. Kein Twitter, kein YouTube, kein Instagram mehr. Aber auch auf WhatsApp oder Anrufe habe ich nicht mehr reagiert. Stille auf allen Kanälen. Wann werde ich vermisst? Wie lange wird es dauern? Wann klingelt die erste reale Person an meiner Tür? 24 Stunden? 3 Tage? Eine ganze Woche? Es dauerte 9 Tage. 9 lange Tage lasse ich alle in WhatsApp hängen, gehe an keinen Anruf, melde mich bei niemandem. Und dann klingelt endlich jemand an der Tür. Ihr habt gehört, eure Deckenlampe muss neu gebohrt werden. Weil er zufällig in der Gegend war und sich meine LED-Lampe für einen Dreh ausleihen wollte. Das ist eigentlich echt deprimierend. Ich wollte natürlich wissen, warum sich niemand gemeldet hat und habe meine Freunde gefragt und ja, offenbar bin ich selbst schuld. Du meldest dich doch öfter mal eine Woche nicht. Dachte, du machst eine Woche ohne Internet für ein Video. Sorry, dachte, das war wieder so ein Experiment von dir. Well played. Für ein ganzes Video war das offensichtlich nicht genug Inhalt. Aber für mein nächstes Video hatte ich sogar das Video schon zu 40% fertig geschnitten, als ich mich entschieden habe, es nicht zu veröffentlichen. Eine Woche Bildschirmzeit halbieren. Nach meinem Screen-Detox-Experiment letztes Jahr geht meine Bildschirmzeit nach einer Weile wieder hoch. Das will ich aktiv verhindern und reduziere mit Hilfe einiger Methoden meine Bildschirmzeit. Innerhalb von einem Monat von fast 11 Stunden auf 2. Eine Reduktion von 9 Stunden am Tag. Da es inhaltlich aber viel zu nah an meinem Screen-Detox-Video dran ist, versuche ich visuell einiges anders zu machen, um quasi einen neuen Stil zu kreieren, damit es interessant ist. Und das sah so aus. Ich liebe mein Smartphone und das merkt man. Meine Bildschirmzeit ist aktuell über 7 Stunden am Tag. In dieser Woche werde ich mit Hilfe verschiedener Techniken versuchen, diese Zeit zu halbieren. Wofür nutzt ihr euer Smartphone am meisten? Also Männer sind angeblich ja eher am Zocken und schauen sich damit Ponys an, während Frauen aktiv auf Instagram und in den sozialen Medien sind. Laut einer Studie zumindest. Bei mir wird das Telefon am meisten hierfür benutzt und am wenigsten hierfür. Aber warum ist es eigentlich sinnvoll, seine Bildschirmzeit zu regulieren? Die meisten von uns können nur eine Sache auf einmal tun. Wenn ihr kein sogenannter Supertasker seid, reißt euch jede Benachrichtigung von eurem Smartphone aus der Konzentration. Das kann man sich wie ein Sägeblatt oder einen Wellengang vorstellen. Die Konzentration steigt stetig und sinkt auf 0. Man liest die Nachricht und fängt wieder von vorne an, bis eure Konzentration wieder unterbrochen wird. Es reicht, wenn ihr daran denkt, dass jemand schreiben könnte. Das stört bereits eure Konzentration und lenkt euch ab. Das dauernde Hin- und Herwechseln kostet uns über den Tag mehr als 40% unserer produktiven Zeit. Als das Video zu 40% fertig ist, merke ich, dass es mir überhaupt nicht gefällt. Ich mag den Flow nicht, es packt mich nicht, die Geschichte scheint mir nicht interessant genug und ich lasse es für 6 Monate lang im Schnitt liegen und vergesse fast, dass ich dieses Video jemals angefangen habe.
Im März 2021 produziere ich dann ein Video über die Nachhaltigkeit meiner Selbstexperimente. Was ist hängen geblieben? Auch hier spreche ich über meinen Screen Detox. In diesem Zuge baue ich meine Erkenntnisse aus dem Bildschirmzeitreduktionsvideo in das neue Video ein und kann das alte Video endlich loslassen. Wo ich gerade den Papierkorb sehe. Die unter euch, die in letzter Zeit öfter gefragt haben, ob ich mal ein Behind the Scenes meiner YouTube-Videos machen kann. Wie entsteht eine Idee? Wie entsteht ein YouTube-Video? Wie drehe ich? Für die gibt es jetzt eine Serie. Exklusiv. Und zwar alle 2 Wochen eine neue Folge. Auf Instagram und auf meinem Zweitkanal, der Changeman Fun. Dort erzähle ich euch alles, was ihr wissen wollt, von der Idee über die Technik bis zur Farbkorrektur und dem finalen Video. Das waren meine geheimen Experimente. Seid ihr froh, dass ich meine Zeit in andere Videos gesteckt habe? Oder hättet ihr gern eins davon gesehen? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Danke an Blinkist. Bis bald.